HR Info. Engel fragt. Mit Philipp Engel. Minderheiten kämpfen in Deutschland derzeit sehr um Anerkennung. Sie sagen, nehmt uns endlich wahr und redet, denkt und handelt anders. Haben Sie mit dieser Forderung recht? Und die Frage könnte man ja noch weiter formulieren. Wie weit soll oder muss die Mehrheitsgesellschaft diesen Wünschen der Minderheit entgegenkommen? Und hat die Mehrheit auch das Recht, Nein zu sagen? Alle Macht den Minderheiten? Das ist die Frage, auf die ich heute eine Antwort suche bei Engel fragt. Alle Macht den Minderheiten? Klar, das ist eine ziemlich provokante Frage, aber ich habe den Eindruck, viele Menschen denken, egal was ich sage, irgendjemand ist beleidigt oder sagt, das ist jetzt aber politisch nicht korrekt oder das darf man so nicht sagen, das muss man so sagen. Und das nervt viele Leute. Und ich frage mich, machen die sich's vielleicht ein bisschen einfach oder haben sie schon auch recht? Ein Beispiel für so einen Konflikt findet man derzeit zum Beispiel in Hanau. Hier hat ein Rassist im Februar 2020 ein grauenhaftes Attentat verübt. Das hat die Stadt bis ins Mark getroffen und die Bürgerinnen und Bürger sind erst einmal alle gemeinsam zusammengestanden gegen Rassismus. Inzwischen aber gibt es in Hanau irgendwie zwei Lager und ganz schön viel Irritationen. Hanau, 19. Februar 2020. 9 Menschen werden getötet, erschossen aus purem Rassismus. Die Tat hat ganz Hanau und ganz Deutschland erschüttert. Auch die 80-jährige Lieselotte Morlock, die nachts das Polizeiaufgebot an einem der Tatorte von ihrem Fenster aus beobachtete, muss bis heute täglich daran denken. Es war wirklich ein Schock. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe Beklemmungen gehabt, ich habe Herzrasen gehabt. War furchtbar und ist es noch. Aber dieses Kreuz, Sie werden jeden Tag daran erinnert. Mit dem Kreuz meint Lieselotte Morlock das große Gedenkkreuz für Willi Paun, einem der Opfer des Anschlags. Alle Fenster der Hanauerinnen gehen hinaus zum Kurt-Schumacher-Platz, dorthin, wo das Kreuz steht. Ich meine, vergessen tut man sowieso nie. Aber das ist kein schönes Gefühl. Lieselotte Morlock würde sich wünschen, dass das große Gedenkkreuz dort wegkommt, die Erinnerungsstätte kleiner wird. Ihr geht es darum, wieder ein wenig zur Ruhe zu kommen. Das ist nicht leicht, auch weil sie 3 der Opfer kannte. Vor allem trauert sie um Mercedes Kirpatsch, in deren Kiosk sie früher Brötchen gekauft und gerne ein Schwätzchen gehalten hat. Die war wirklich lieb und nett und höflich. Und wenn ich in die Stadt gehe und sehe das Bild von der Mercedes und den 2 jungen Männern, tut mir das schon sehr weh und das muss ich nicht haben. Doch egal wohin sie geht, überall in Hanau wird der Toten gedacht. Organisiert von einer Opferinitiative, die die Angehörigen vertritt und auf die Morde aufmerksam macht. Mit Veranstaltungen, mehreren Gedenkstätten, Plakaten und unzähligen Aufklebern. Das ist auch und vor allem eine Anklage gegen Rassismus. Und genau das macht es schwierig, Kritik an der Gedenkpraxis zu äußern. Diese Erfahrung jedenfalls hat Lieselotte Morlock gemacht. Wenn man ein verkehrtes Wort sagt, ist man sofort ein Rassist. Und ich bin kein Rassist. Absolut nicht. Rassismus ist im Alltag ein Problem, mal eher unbewusst, mal offen, durch alle Schichten hindurch und bis hinein in manche Einheiten der hessischen Polizei. All das ist vielen Hanauerinnen und Hanauern inzwischen sehr bewusst. Auch der 78-jährigen Sabine Luther. Naja, ich denke mal, dass wir aufmerksamer geworden sind auf alle diese Dinge, die jetzt in die rassistische Richtung gehen. Und es soll bleiben, die Erinnerung soll bleiben. Und trotzdem bleibt da ein Aber. Aber es muss eben auch insofern Rücksicht genommen werden auf die Bewohner. Es gibt nicht nur dieses eine Thema. Dieses Gefühl haben offenbar nicht wenige Hanauerinnen und Hanauer. Wenn das Mikrofon aus ist, erzählen sie, übrigens nicht nur mit deutschen Wurzeln, dass sie sich bei aller Anteilnahme ein wenig mehr Normalität wünschen. Kein Vergessen, aber auch kein, wie sie es empfinden, aufgezwungenes Erinnern an jeder Straßenecke. Vor das Mikro dagegen traut sich kaum einer mit diesem Wunsch. Da ist der Respekt vor den Angehörigen genauso, aber auch die Erfahrung, mit jeder offenen Kritik schnell in die Rassismus- oder Verräterecke zu rutschen. Dennoch gingen schon viele Beschwerden bei der Stadt ein. Als die Ende 2020 reagierte und Aufkleber entfernen lassen wollte, brach ein Shitstorm los.
Also durften die Aufkleber bleiben. Für Reinhold Schreiber vom Ortsbeirat in Kesselstadt, wo die Anschläge verübt wurden, ein Dauerthema. Das höre ich auch in Gesprächen dann, nach dem Motto, es ist jetzt aber eigentlich auch mal gut. Wir müssen uns da, glaube ich, an der eigenen Nase auch erstmal packen. Wie wirkt das, wenn wir sagen, das ist zu viel des Guten? Wie wirkt das auf die Angehörigen? Aber auch umgekehrt muss man das sehen, dass man nicht auf Schritt und Tritt, so kann man das gerne mal sagen, da mit irgendeinem Gedenktafel, Mahnmal oder so weiter dann konfrontiert wird. Denn es sind ja schon noch einige in Planung und da habe ich schon so ein bisschen die Befürchtung, dass so etwas auch dann mal ins Gegenteil umschlagen könnte. Die Befürchtung habe ich schon. Wie viel Gedenken ist nötig nach solch einem menschenverachtenden Anschlag? Wie viel ist hilfreich, um Gräben zu schließen? Und wer kann und soll letztendlich über die Form entscheiden dürfen? Die Stadtgesellschaft, alle gemeinsam, oder müssen immer die Angehörigen, die das natürlich noch mal ganz anders sehen, immer das letzte Wort haben in einem solchen Fall? In der Nähe von einem der Tatorte gibt es einen Raum für Angehörige der Anschlagsopfer. Da treffen sie sich regelmäßig, um zu trauern, und da bin ich jetzt verabredet mit Nevros Duman, die eine Art Sprecherin der Angehörigen ist. Können Sie es verstehen, dass Anwohner sagen, die Art des Gedenkens ist mir ein bisschen zu massiv, also ich komme da nicht mehr mit? Das kann ich nicht verstehen, weil die Stadtgesellschaft und niemand in dieser Bevölkerung darf vergessen, was passiert ist. Ist da auch ein kleiner Vorwurf dann drin? Also wem das zu viel ist, der duckt sich weg oder der möchte sich nicht auseinandersetzen? Gut, wenn ich nicht betroffen bin, also der einfachste Weg ist, sich damit nicht auseinanderzusetzen, beziehungsweise im schlimmsten Fall sich auch noch darüber zu beschweren, dass es Menschen gibt, die versuchen, in dieser Gesellschaft Dinge zu verbessern. Aber es ist die Verantwortung von uns allen. Und wir wollen doch alle nicht, dass sowas sich wiederholt. Jetzt haben Anwohner aber erzählt, sie selbst sind auch durch diese Nacht traumatisiert. Und wenn sie das immer sehen, quasi immer vor ihrem Fenster haben, sind sie permanent daran erinnert. Also haben die nicht auch ein Recht zu sagen, das ist mir jetzt zu viel oder ich trauere gerne so oder ich erinnere mich so? Ich glaube, da ist es dann wichtig, sich daran zu beteiligen und auch zu gucken, wie gehe ich damit um, indem ich mich daran beteilige. Wenn wir darüber reden, wer hat quasi das Sagen auch über das Erinnern und wer entscheidet denn darüber, dann sind es in allererster Linie die Opferangehörigen. Wir haben ja als Thema heute die Frage, ob Minderheiten das Recht haben zu definieren in bestimmten Situationen, was richtig und was falsch ist. Es geht nicht um richtig und falsch. Es geht darum, dass Bedürfnisse auch wahrgenommen werden oder Probleme auch wahrgenommen werden und Menschen, die ausgegrenzt werden, die Rassismus erfahren, die durch Behinderung irgendwie ausgegrenzt werden, diskriminiert werden, dass das als ein gesamtgesellschaftliches Problem wahrgenommen wird und die Gesellschaft daraus was anderes macht. Ich glaube ja, Teile der Gesellschaft würden darauf antworten, natürlich sind wir bereit, damit uns zu setzen, aber wir lassen uns nicht gerne sagen, dass wir uns nicht genug damit auseinandersetzen oder falsch damit auseinandersetzen. Wenn die Gesellschaft sich wirklich damit auseinandersetzen möchte, dann geht man damit offener um und sagt nicht, ja, aber ich mach doch, ja, aber. Nein, mit ja, aber kommen wir nicht voran. Die Probleme definieren die Minderheiten und nicht die Mehrheit. Ich werde von der Mehrheit diskriminiert und rassistisch behandelt, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Und wenn ich sage, ich werde rassistisch behandelt und auch sage, wie und warum, und die mich dann rassistisch behandeln, haben dann quasi das Wort, was Rassismus bedeutet oder wie sie dann damit umgehen, das ist doch ein bisschen schräg, oder? Da hat sie natürlich auch recht. Da staut sich dann auch auf betroffenen Seite viel Frust auf. Puh, ich kann ja die Anwohner verstehen, aber ich fand auch das, was Nevros Duman da gesagt hat, schon auch sehr, sehr einleuchtend. Und in der Tat, diese Debatte, wer hat die Deutungshoheit in der Gesellschaft, wer darf Regeln aufstellen, die durchzieht ja viele Bereiche im Moment. Zum Beispiel auch die Frage, wie gehen wir mit non-binären Menschen um, also Menschen, die sich nicht in den zwei klassischen Geschlechterkategorien Frau oder Mann wiederfinden.
Menschen wie Robin. Ich bin keine Frau, aber auch kein Mann. Ja, also wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke, dann sehe ich da mich endlich. Ich bin trans. Das bedeutet, das Geschlecht, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde, ist falsch. Ich habe einfach kein Geschlecht. Der Begriff, der da passt, heißt Agender, also geschlechtslos. Robin ist kein Mann, empfindet Männlichkeit aber erträglicher als Weiblichkeit. Vom Arzt bekommt Robin daher seit rund einem Jahr Hormone. Auch der Busen ist mittlerweile weg. Bei mir fing das in der Jugendphase an, dass ich gemerkt habe, ich passe weder zu den Mädchen noch zu den Jungs. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Und ich habe mich sehr oft gefragt, ob ich falsch bin. Die Jugendzeit so ab 13 Jahren bis, ich glaube, 23 war für mich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Vor 2 Jahren hat sich Robin als non-binär geoutet. Gegenüber Eltern, Freunden und Freundinnen und gegenüber Partner Chris, der Robin kennengelernt hatte, als noch die weiblichen Züge dominierten. Im privaten Umfeld fühlt sich Robin akzeptiert, nicht aber in der Gesellschaft. Es gibt immer wieder Übergriffe zu Transpersonen. Jetzt letztens erst in Frankfurt wurde eine Transfrau zusammengeschlagen auf der offenen Straße. Es ist halt leider so und auch die Politik macht da halt keine coolen Schritte. Wenn wir uns Ungarn oder Polen angucken, Polen richtet gerade LGBT-freie Zonen ein, wo Menschen, die eben queer sind, nicht aufhalten dürfen. Was soll das mit einem machen, außer dass man denkt, man ist hier nicht willkommen auf dieser Welt. Man darf nicht existieren. Gerade im Alltag gibt es viele Momente, in denen sich Robin diskriminiert fühlt. Zum Beispiel, wenn die Entscheidung ansteht, welche öffentliche Toilette die richtige ist. Ich will Frauen den Schutzraum geben und ich will Männern ihren Schutzraum geben. Aber ich hätte auch gern meinen eigenen Schutzraum. Und wenn man dann einfach eine dritte Toilette hinbaut, die neutral ist oder einfach alles neutral macht, wäre das super hilfreich. Auch die Kommunikation mit Firmen, Ämtern oder Institutionen ist für Robin oft unbehaglich, ist doch immer wieder die Anrede Herr einfach falsch. Um das ebenfalls ungute Gefühl bei den Pronomen er und ihm zu umgehen, greift Robin zu sogenannten geschlechtsneutralen Neopronomen. Da gibt es eine ganze Liste von. Ich habe mir das Pronomen nin ausgesucht, also N-I-N. Und ein Beispiel dazu wäre auch, statt er spielt mit seinem Hund Socke, wäre das nin spielt mit Nins Hund Socke. Klar, das mag am Anfang kompliziert erscheinen, aber mit ein bisschen Übung ist es super schnell drin. Die Menschen, die Neopronomen und geschlechtersensible Sprache ablehnen, sind für mich ignorante Arschlöcher, die sich auf ihren Privilegien ausruhen, weil die haben noch nichts zu verlieren. So, das Einzige, was sie machen, ist, dass sie mir mein Leben besser machen. Menschen, die Robin nahestehen, haben ihre Sprache längst an Nins Bedürfnisse angepasst, so auch Nins beste Freundin Annika. Sprache ist das Thema, wo wir uns am wenigsten drum Gedanken machen müssten, weil es ist nur Sprache und Sprache verändert sich. Und ich glaube, es ist einfach ein Prozess, der angegangen werden muss. Ja. Ein Prozess, der Menschen wie Robin helfen würde, sich von der Gesellschaft angenommen zu fühlen. Also für mich, für meinen Körper und für meine Seele bin ich definitiv angekommen, ja. Aber ich muss noch dafür kämpfen, dass ich so akzeptiert werde, wie ich eben bin, dass ich so sein darf. Alle Macht den Minderheiten, das ist ja die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Wir haben es eben gehört. Robin möchte am liebsten, dass man statt sein oder seine Nin sagt und wünscht sich eine geschlechtsneutrale öffentliche Toilette. Andere wollen ein Gender-Sternchen. Mich würde interessieren, inwieweit gehen die Leute damit? Ich habe ja den Eindruck, in der Stadt noch eher als in ländlichen Gebieten. Frage ist, ob das stimmt. Also gehe ich jetzt erstmal hier im ländlichen Gebiet fragen. In Bruchköbel, in der Nähe von Frankfurt. Von der ersten Passantin, einer jungen Frau, will ich gleich mal wissen, ob sie mitgehen würde, wenn nicht-binäre Menschen mit dem Pronomen Nin angesprochen werden möchten. Da würde ich mitgehen. Also wenn ich jetzt überlege, ich will jetzt auch nicht als er angesprochen werden, wenn ich mich als Mädchen fühle. Jetzt wollen aber ganz viele Minderheiten für sich solche Regelungen haben. Wird es da nicht wahnsinnig kompliziert irgendwann?
Das ist für uns eigentlich kein großer Aufwand. Und für die Menschen ist es ein wichtiger Schritt, dass sie sich so akzeptiert fühlen, wie sie sind. Würden Sie so weit gehen, dass in bestimmten Fragen Minderheiten eher bestimmen sollten, wie was ist, als die Mehrheit? Naja, das finde ich ja das gute Recht eines jeden Menschen, dass man das, was einen selbst betrifft, auch selbst definiert. Als nächstes treffe ich auf einen Mann, schätze mal so irgendwas Ü50. Kann er etwas damit anfangen, wenn jemand weder Mann noch Frau ist und sich für nicht-binäre Menschen eine geschlechtsneutrale öffentliche Toilette wünscht? Wenn jemand weder Mann noch Frau ist auf der eigenen Toilette, ja, warum denn nicht? Wie würden Sie den dann ansprechen oder die? Also ist ja dann weder den noch die? Ja, das ist schwierig, weder Herr noch Frau, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Es gibt aber auch Menschen non-binären Geschlechts, die sagen, ich will am liebsten, dass man nicht mehr Mann oder Frau sagt, sondern Mensch mit Gebärmutter und Mensch ohne Gebärmutter. Meinen Sie das jetzt ernst? Das ist ein Vorschlag. Ja. Also nein, das würde ich nicht sagen wollen. Nee. Ich würde nicht zu jemandem Mensch ohne Gebärmutter sagen wollen. Haben Minderheiten eigentlich das Recht, Mehrheiten zu sagen, wie sie, also die Mehrheit zu sprechen hat? Schwierig, weil dann könnte ja jeder sagen, ich bin eine Minderheit, ich möchte gern so und so angesprochen werden. Da kann man sich ja 1000 Sachen ausdenken. Und deswegen ist das sehr skeptisch zu sehen, meiner Meinung nach. Eine Frau mittleren Alters hat mit den Wünschen nicht-binärer Personen gar keine Probleme. Wie sieht es mit Menschen mit Migrationshintergrund aus? Wenn jetzt zum Beispiel Menschen nicht weißer Hautfarbe sagen, ich möchte gern als Person of Color, als POC bezeichnet werden. Ja gut, ich denke, dann ist es, betrifft das ja ihn und gut, ich würde ihn so dann bezeichnen, wenn er das möchte. Aber es gibt bestimmte Sachen, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Warum eine Mohren-Apotheke jetzt nicht mehr Mohren-Apotheke heißen darf oder sowas. Ne? Damit diskriminiere ich ja niemanden. Ne? Sagen Sie als weiße Frau. Ja. Also wenn jetzt ein schwarzer Mensch sagt, das diskriminiert mich schon. Gut, aber er lebt ja in einem Land, wo überwiegend weiße Menschen leben. Und ich kann es auch nicht unbedingt nachvollziehen, warum es ihn diskriminiert. Naja, weil Moor ist natürlich ein Kolonialbegriff, der abwertend war. Ach so, ja, ich soll mich da jetzt reinversetzen. Das fällt mir schwer. Ja, aber wenn doch jemand sagt, dass ihn das kränkt? Dann würde ich vielleicht versuchen, diese Sachen zu vermeiden. Aber ich kann ja jetzt die große Mehrheit nicht beeinflussen. Und wenn ihn das kränkt, dann muss er was unternehmen, dass es irgendwie geändert wird. Genau, dann sagt er, Mohren-Apotheke ist nicht gut. Und weil er Betroffener ist, hat er dann das Recht, das zu ändern? Hat er eigentlich nicht. Es hieß ja immer schon Mohren-Apotheke. Aber nur weil was schon immer so war, ist es ja deshalb nicht richtig. Da haben Sie recht. Also ich meine, Frauen wurden auch jahrhundertelang unterdrückt und man sagt trotzdem, genau. naja, es war halt jetzt seit Jahrhunderten so, können wir es weitermachen. Sehe ich ein bisschen anders, aber das, ja, genau, ich weiß, Sie wollen mich ein bisschen anders. Ich glaube, wenn man selber in der Position ist, dass man in der unterdrückten oder gekränkten Position ist, sieht man es halt ein bisschen anders wahrscheinlich. Je mehr ich darüber nachdenke, haben Sie vielleicht sogar ein bisschen recht. Aber es gibt so viele Sachen, über die man eigentlich gar nicht nachdenkt. In Bruchköbel zumindest war das Meinungsspektrum gerade ziemlich breit und divers. Soweit zu meinen Vorurteilen gegenüber der ländlichen Bevölkerung. Apropos Vorurteile, wer davon ganz besonders betroffen ist, sind ja Menschen mit Behinderung. Ich bin deshalb jetzt verabredet mit Raul Krauthausen, einem Medienmacher, der sich viel mit diesem Thema beschäftigt hat. Als ich jetzt gerade mit meinen Kollegen aufgebaut habe, haben die mich gefragt, was machen wir jetzt? Und da habe ich gesagt, wir machen jetzt ein Interview mit einem Behinderten. Und dann habe ich mich gefragt, weil wir ja gerade auf dieser Reise sind, kann man das so sagen? War das in Ordnung? Eigentlich würde ich es bevorzugen zu sagen, wir sprechen mit Raul Krauthausen, einem Aktivisten zum Beispiel, der sich für Inklusion und Barrierefreiheit einsetzt. Wenn man es trotzdem beschreiben muss, würde ich sagen, wir treffen einen Menschen mit Behinderung oder einen behinderten Menschen, was sogar noch besser ist, weil es offen lässt, ob die Person mit Behinderung behindert wird oder behindert ist.
Okay, das ist aber ganz schön kompliziert. Also da muss ich mir schon ganz schön viel Gedanken machen. Naja, deswegen haben wir uns ja eigentlich in der Menschheit darauf geeinigt, uns Namen zu geben. Ich denke einfach nur, dass es darum gehen sollte, einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Sprache verletzen kann und dass Sprache auch Macht bedeuten kann. Ich habe gelesen, es gibt den Begriff Ableismus. Was ist das? Ableismus ist letztendlich sowas wie Rassismus, nur eben in Bezug auf Behinderung. Es beschreibt eine Behindertenfeindlichkeit, die aber nicht zwangsläufig bewusst sein muss, sondern ableistisch können auch Situationen und Strukturen sein. Das heißt, diese permanente Schuldgefühle, die behinderte Menschen auch vermittelt wird, wenn sie an einer Bushaltestelle warten und der Busfahrer oder die Busfahrerin eine Rampe ausklappen müssen, dass das ja alles auch gesellschaftlich bedingt ist. Ich überlege, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da haben wir uns im Pausenhof, und dafür schäme ich mich heute noch, als Spastis bezeichnet oder Mongos, ganz fürchterlich. Also hat sich da nicht ganz viel getan? Den Begriff würde ich nicht reproduzieren. Das ist so wie das N-Wort sagen. Müsst ihr selber entscheiden. Aber ich möchte betonen, dass ich das Wort wie das N-Wort behandeln würde. So, jetzt weiter. Das ist so eine richtige Journalistinnenfrage. Es ist meistens eine Frage von weißen, nicht behinderten, privilegierten Männern, die sich selber so ein bisschen auch auf die Schulter klopfen wollen, so nach dem Motto, ja, aber wir haben ja auch schon echt viel gemacht für diese Minderheiten. Und ich finde es schwierig, dass wir eigentlich immer nur die gleiche Frage stellen. Sowas wie, was darf man denn noch sagen? Oder hat sich nicht doch viel verändert und so. Wenn wir die ganze Zeit diese Narrative bedienen, dann hat sich in der Debatte in den letzten 30 Jahren nichts verändert. Es soll ja niemandem etwas weggenommen werden. Vielleicht ist es eher andersrum, dass wir sagen, dass der weiße, heterosexuelle, nicht behinderte Mann einfach viel zu lange sich Raum genommen hat, der ihm nie zustand. Das heißt, die Ablehnung, da haben wir es dann mit Machtkämpfen zu tun letztendlich, weil der weiße, heterosexuelle, nicht behinderte Mann merkt, oh, es geht an meine Privilegien der Vorherrschaft. Genau, also die Menschen mit Privilegien werden Macht abgeben müssen an unterprivilegierte Menschen. Und auch das gilt auch für mich. Ja? Also auch ich musste in der Vergangenheit schmerzlich feststellen, dass ich Privilegien genutzt habe, die mir gar nicht zustanden. Und es bedarf immer einer gewissen Reflexion. Haben Sie vielen Dank. Ich habe echt viel gelernt. Also wirklich jetzt oder jetzt? Nee, wirklich jetzt. Also mir sind echt noch mal so ein paar Sachen klar geworden. Und dafür bin ich dankbar. Dankeschön. Sehr gerne. Also ich glaube, ich verstehe inzwischen immer besser, warum bestimmte Gruppierungen sehr allergisch auf Zuschreibungen oder Begriffe oder Situationen reagieren. Trotzdem merke ich, irgendwie ist die Gesellschaft dann in dem Punkt doch sehr geteilt. Warum ist das so und was kann man dagegen tun? Ich bin jetzt verabredet mit einer Frau, die genau dazu geforscht hat. In der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank. Dort kann man auch Workshops zum Thema Diskriminierung buchen. Sabah Nur Schema ist die pädagogische Leiterin. Genau die richtige für meine Fragen. Ich habe ja gemerkt, das ist im Detail dann doch ein sehr emotionales und vielleicht auch schwieriges Thema. Beispiel, gerade das Interview. Ich habe erzählt aus der Kindheit, was wir an behindertenfeindlichen Begriffen benutzt haben. Und sofort gab es eine Riesendiskussion danach im Team, ob solche Begriffe überhaupt aussprechbar sind oder ob das nicht Betroffene auch wieder traumatisiert. Was würden Sie da sagen? Naja, die Frage von dürfen oder nicht dürfen ist wahrscheinlich die falsche Frage. Es geht eigentlich darum, sich zu informieren, sich zu sensibilisieren dafür, um dann zu wissen, aha, okay, wenn ich diesen Begriff benutze, dann reproduziere ich gegebenenfalls Verletzungen und konfrontiere betroffene Menschen mit Dingen, mit denen sie eigentlich im Alltag, im ganz normalen Alltag nicht konfrontiert werden möchten. Ich habe bei meiner Reise durch dieses Thema irgendwie das Gefühl gehabt, da ist die Zündschnur schon sehr kurz auf vielen Seiten. Woran liegt das denn? Zum einen geht es natürlich auch um ein sehr emotionales Thema. Es geht um Teilhabe in einer Gesellschaft, wo man schon nicht die gleichen Chancen hat wie andere. Problematisch ist aber, dass diese
dass diese Diskussion oft mit Forderungen und Verbote verläuft. Und darauf reagiert die sogenannte andere Seite, die ja keine homogene Gruppe ist, aber die reagiert mit Abwehr. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Auch ich würde immer abwehrend reagieren, wenn mir jemand vorwirft, du hast dies und jenes getan. Und deshalb kritisiere ich sehr stark auch diesen Diskurs, der viel mehr sozusagen die Fronten verhärtet und spalterisch wirkt und es dann eben dazu führt, dass, wie Sie gesagt haben, die Zündschnur ganz, ganz kurz ist und es schnell zur Explosion kommt. Ich fand es in Hanau gerade sehr bewegend. Da sind zwei Seiten. Ich glaube, die sehen das eigentlich sehr nah. Also die sind gegen Rassismus. Und trotzdem entsteht da so ein Spalt. Die Anwohner, die sagen, uns geht das Gedenken und das fordern so ein bisschen weit. Und die Angehörigen oder die Opfervertreter, die sagen, naja, solange hier nichts aufgeklärt ist, werden wir weiter bestimmen, wie getrauert wird. Wie kommen die denn wieder zusammen? Ja, zunächst einmal wäre es wichtig, beide Anliegen als legitim anzuerkennen. Denn auf der einen Seite die Angehörigen und die Opfer eines so schrecklichen rassistischen Attentates, also das sozusagen einfach anzuerkennen und zu sagen, hier ist Aufklärung notwendig. Natürlich, das gehört sozusagen dazu in einer Gesellschaft, wo Menschen getötet werden aus rassistischen Motiven. Das ist das eine Anliegen. Und das andere ist gleichzeitig legitim. Wenn ich mit Hanauer Menschen spreche, dann begegnet mir das sehr oft, zu sagen, mein Weltbild ist gebrochen. Rassismus war für mich kein Thema. Während das oft belächelt wird von betroffenen Menschen, die sagen, tja, jetzt siehst du das mal, ich bin tagtäglich mit Rassismus konfrontiert, was richtig ist, aber der Umgang ist problematisch. Ne? Also sozusagen wirklich auf dieser Ebene des Miteinanders habe ich nicht viel davon, wenn ich den anderen belächle und sage, naja, du hast halt keine Ahnung von Rassismus. Das ist interessant, weil die Opfervertreterin sagte, nee, die haben nicht das Recht zu sagen, mir wird's zu viel. Ich kann es aus einer emotionalen Perspektive sehr gut nachvollziehen, dass man da sozusagen ganz klare Grenzen setzt und auch setzen muss, damit sozusagen das Anliegen nicht verwischt. Und gleichzeitig, ich komme aus der Bildungsarbeit, wenn ich den Menschen sage, ihr habt da kein Recht darüber, irgendwie eure Position zu äußern oder eure Meinung. In dem Moment habe ich sie verloren. Es braucht diesen Dialog und es braucht übrigens auch den Streit. Ich glaube, das ist die wesentliche Erkenntnis dessen, zu sagen, wenn wir diese Debatten führen und wenn wir voranschreiten, dann wird es tendenziell konflikthaft und es wird wahrscheinlich noch konflikthafter werden. Alle Macht den Minderheiten? Mit dieser Frage bin ich heute losgezogen. Mein persönliches Fazit: Ich glaube, am Ende geht es gar nicht um Macht. Es geht um den Wunsch vieler Menschen, teilzuhaben, dazuzugehören, gesehen und respektiert zu werden. Und wie das genau aussieht, darüber müssen wir gemeinsam miteinander reden und zuhören. Und wenn es sein muss, auch mal streiten. Respektvoll streiten. Soll ja nicht nur schlecht sein. Das war Engel fragt heute zu der Frage Streit um Identität, alle Macht den Minderheiten. Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich natürlich auch anschauen in der ARD Mediathek.